Herzlich willkommen hier zu unserer Ask the Expert Session zum Thema automatisierte PDF-Barrierefreiheit. Und ich stelle erstmal unseren Experten vor, den wir heute eingeladen haben. Das ist Thomas Schemp, Head of Development von Access4. Thomas, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, uns hier in dieses Thema einzuführen. Und es gibt ja auch ein neues Produkt dazu, sind wir sehr gespannt. Wir hören heute also erstmal eine Einführung zu einem ganz spannenden Thema, die Unterscheidung. Also es gibt ja die Einzeldokumente, die ein Mensch wirklich produziert. Da haben wir ja auch Lösungen dafür, wenn man mit Access Word, Access Lite barrierefreie PDFs aus Word oder aus PowerPoint erstellt. Und es gibt auch ganz viele automatisiert erstellte PDFs. Das ist mit Abstand der größere Anteil. Man schätzt 80-90% der PDFs, die aus solchen Workflows herauskommen. Und auch diese müssen natürlich barrierefrei sein. Und das hängt auch besonders mit dem European Accessibility Act zusammen. Die Deadline, viele von euch kennen das, 28. Juni. Alle bibbern auf diesen Termin hin. Und da braucht man natürlich Lösungen, die auch in dem Bereich E-Commerce funktionieren, wenn es um Rechnungen geht, Bescheide, Angebote, Tickets, all diese Dinge. Und da wird Thomas uns mal einführen, weil Massendokumente völlig anders ticken. Und ja, ich freue mich erstmal auf deine Einführung, Thomas. Herzlichen Dank, Markus. Genau, ein paar Dinge hat Markus schon gesagt und ich werde euch das gerne jetzt auch präsentieren und schauen, dass das klappt. Sind wir hier. Also wir sprechen heute über die PDF-Automation mit Access Flip. Also Access Flip eben unser Produkt für diesen spezifischen Anwendungsfall. Und ja, mal schauen. So. Lasst uns erst einen Blick darauf werfen, wie die Situation aktuell ist. Es gibt Organisationen, die jetzt schon barrierefreie Inhalte generieren, weil ihnen das so vorgeschrieben wird. Dazu gehören insbesondere Behörden und ähnliche öffentliche Institutionen. Und es gibt Unternehmen, die freiwillig barrierefreie Dokumente erstellen. Das geschieht in der Regel aber via Desktop-Apps, also ganz besonders mit Word und sehr gerne dann natürlich mit der Hilfe von unserem Add-in Access Word oder mit PowerPoint und unserem Add-in Access Lite, dann im individuellen Fall. Und ich habe ein Beispiel vorbereitet dafür, was ist ein individueller Fall, den ich gerade erwähnt habe. Also als Faustregel können wir vielleicht sagen, alles, was ihr in Word von Hand tippt, hier als Beispiel die Zusage von zu einer Teilnahme an einer Konferenz. Das ist ja nun nicht so, dass ich das tausendfach erstelle und an 1000 Dokumenten 1000 Konferenzen teilnehme, sondern so einen Brief schreibe ich halt eben individuell in Word und dann verwende ich Access Word, wenn ich das als PDF verschicken will, gegebenenfalls an jemanden, der das dann in PDF UA benötigt. Und dafür haben wir etablierte Prozesse. Das wird in sehr vielen Fällen eben schon so eingesetzt. Das funktioniert bestens. Aber wir haben neue Herausforderungen am Horizont. Wie Markus erwähnt hat, wir haben den European Accessibility Act, das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und damit sind Unternehmen, Organisationen aller Art herausgefordert, alle PDFs barrierefrei bereitzustellen. Und wie eben gesagt wurde, das betrifft viel mehr PDFs oder viel mehr Dokumente, als bisher manuell erstellt wurden. Nämlich alles das, was automatisiert von irgendwelchen Systemen über Nacht oder am Jahresende oder am Monatsende produziert wird. Das sind hochkomplexe Systeme in vielen Fällen. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Die Tickets von der Bahn oder von Straßenbahnunternehmen, was es auch immer sei, das sind natürlich hochkomplexe Prozesse, die da
von der Eingabe des Kunden oder der Kundin durch ein System durchgeschleust werden, bis am Schluss das PDF-Ticket herauskommt. Und in diesen Prozessen wurde Barrierefreiheit in keiner Weise mitgedacht, damals als die erstellt wurden. Das ist vielleicht schon 20 Jahre her, wenn ein Unternehmen fortschrittlich war. Keiner hat damals daran gedacht, dass das mal barrierefrei sein sollte. Also wie sehen solche Dokumente aus? Das können Standards sein, wie wir links sehen, die automatisiert produziert werden. Das können insbesondere auch solche Dokumente sein, wie wir es in der Mitte sehen von Access4, eine Auftragsbestätigung, eine Rechnung, alles, was zu diesen Prozessen dazugehört. Es ist ja nicht so, dass bei uns jemand hinsitzt und so ein Dokument von Hand schreibt. Tickets, wie ich erwähnt habe, Bankauszüge, Krankenkassen, Policen, Versicherungspolicen und so weiter, bis hin auch vielleicht zu einer Zeitung, wie wir rechts sehen. All das wird millionenfach produziert und soll nun eben auch barrierefrei werden. Nun, wie kann man ganz generell barrierefreie Dokumente herstellen? Punkt 1 haben wir angesprochen. Du arbeitest mit Word, vielleicht mit InDesign, vielleicht mit PowerPoint. Das entsprechende Programm kennt die Semantik des Dokuments. Es weiß, was ein Titel ist, was Lauftext ist, was ein Bild ist und so weiter. Und mit den vorhandenen Tools wie zum Beispiel Access Word kann man aus diesem Quellformat ein barrierefreies PDF machen, individuell. Ebenso kann man jedes PDF, was schon als PDF vorhanden ist, barrierefrei machen. Zum Beispiel haben wir dafür bei Access4 die Serviceabteilung, die sowas macht, aber das ist ein manueller Prozess, aufwendig und kommt selbstverständlich überhaupt nicht in Frage für die Massendokumente, die wir hier diskutieren. Wenn wir von den Massendokumenten sprechen, dann könnte man die entsprechende Software anpassen, welche zum Beispiel diese Tickets generiert oder die Rechnungen. Ja, wenn die Software selbst das machen würde, wunderbar. Nur eben, das sind hochkomplexe Systeme. Und wir haben auch mit unseren Kunden gesprochen und die sagen, Finger weg von unseren Systemen. Da läuft Code, der Jahrzehnte alt ist. Und wir wollen auf gar keinen Fall, dass hier irgendjemand eingreift. Da sind vielleicht auch die entsprechenden Expertinnen und Experten nicht mehr da, die so ganz genau wissen, wo man was machen müsste. Und natürlich sind auch zahlreiche verschiedene Systeme da. Und in jedem einzelnen von diesen Systemen müsste man eingreifen, um die Barrierefreiheit zu erreichen. Und deshalb ist der vierte Weg, das fertige PDF zu nehmen und aus diesem fertigen PDF, das nicht barrierefrei ist, dann automatisiert ein fertiges PDF zu erstellen. Das klappt dann, wenn die PDFs eine gewisse definierte Struktur haben. Lasst mich wieder das Beispiel machen von den Bahntickets. Die sehen natürlich immer genau gleich aus. Es ändern sich die Daten. Es ändert sich der Abfahrtsort und der Zielort und vielleicht steht mein Name noch irgendwo drin und der Preis. Aber die stehen an bestimmten Orten im Dokument und trotzdem sieht das Dokument immer genau gleich aus. Man kann das erfassen sozusagen. Als Mensch sieht man das sofort und man kann es dann auch in unserem Produkt Access Flip in ähnlicher Weise erfassen und angeben, wo was steht und dann wird das so umgewandelt in ein barrierefreies PDF. Und das gibt mir aber auch das Stichwort
wenn ich sage, die sehen ähnlich aus oder die sehen immer gleich aus, diese Bahntickets. Ein Bahnticket wäre ein extrem einfaches Beispiel, weil es ist immer eine einzige Seite und es stehen alle Angaben, die flexibel sind, an immer genau der gleichen Stelle. Das ist der einfachstmögliche Fall. Wenn wir aber an einen Bankauszug denken, beispielsweise Ende des Monats, dann werden ja unterschiedliche Anzahlen von Zeilen da drin stehen. Ja, nicht jeden Monat geben Sie gleich viel aus und nicht alle Kunden geben gleich viel aus. Und deswegen muss das Tool sehr flexibel sein, um solche unterschiedlichen Längen auch zu verstehen. Ist das jetzt nach einer Seite schon fertig oder geht der Bankauszug über 17 Seiten und erst dann kommt der Schlusssermon? Das Ziel von Access Flip ist, dass man bei High-Volume-Dokumenten 100% PDF-UA erstellen kann. Und wenn wir wieder das Beispiel nehmen, zum Beispiel Bankauszug, dann könnt ihr euch vorstellen, Ende des Monats, da kommt richtig was zusammen. Da reden wir nicht von ein paar hundert Dokumenten und nicht von ein paar tausend Dokumenten, sondern von Hunderttausenden von PDF-Dokumenten, die erstellt werden müssen und an die Kunden verschickt werden müssen. Das heißt, so eine Lösung muss sehr zuverlässig sein, es muss mit sehr hohen Stückzahlen zurechtkommen und dementsprechend auch sehr, sehr performant sein. Und das macht es ganz schön herausfordernd. Man muss einerseits die Flexibilität haben, eben mit komplexen Dokumenten, Tabellen, Listen, die unterschiedlich lang sein können, zurechtzukommen und gleichzeitig das in einer sehr, sehr hohen Performance abzuarbeiten, damit das Ziel erreicht wird. Access Flip klingt sich in einen bestehenden Workflow ein. Das ist dieser Teil hier zwischen den beiden markierten, also zwischen den beiden Linien. Also hier haben wir quasi den alten Teil, das, was jetzt schon vorhanden ist, und das PDF eben automatisiert von einer Engine erstellt wird. Wir erstellen dann von diesem strukturierten PDF, von dem PDF, was immer gleich aussieht, einmalig ein Template. Das ist eine manuelle Arbeit, die ich später noch demonstrieren werde. Dieses Template beschreibt, was wo in welcher Form auf diesem Dokument ist, so dass Access Flip so eine, sage ich mal, vergleichbare Wahrnehmung hat, wie wir Menschen von einem Dokument und Access Flip dann in Anführungszeichen weiß. Rechts oben ist das Logo und in der Mitte der Seite beginnt der Bankauszug und die Zeilen sind getrennt mit einer Linie, whatever. Man kann das sehr frei definieren. Und wie gesagt, dieses Template erstellt man einmal pro Dokument oder um es ein bisschen flexibler zu nennen, pro Dokumentart. Ob das dann eine Rechnung ist oder eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot oder eine Gutschrift, solange die ungefähr gleich aussehen, kann man die mit einem einzigen Template dann abhandeln. Dieses Template wird verwendet zusammen mit dem ursprünglichen PDF in einem sogenannten Worker. Das ist dann ein völlig automatisierter Prozess. Der nimmt dann die Tausenden oder Hunderttausenden von PDFs entgegen und dieses Template und erstellt daraus dann das barrierefreie PDF-UA. Am Schluss wird das barrierefreie PDF-UA so ausgeliefert, wie das alte nicht barrierefreie PDF ausgeliefert worden wäre. Deswegen hier dieses Einklinken in bestehende Prozesse. Das heißt,
Wenn ihr solche Prozesse bis jetzt habt, müsst ihr daran nichts ändern, außer hier in der Mitte sozusagen die AccessFlip Engine einzuklinken. Wie ich erwähnt habe, AccessFlip-Vorlagen sind flexibel, sie sind äußerst mächtig in der Beschreibung einer Struktur. Wir haben hier eine Offerte, wir haben eine Auftragsbestätigung, das ist zweizeilig, das ist einzeilig. Wir haben hier unterschiedlich lange Dokumente. Wir haben Listen in der Tabelle drin und so weiter. Und die AccessFlip-Vorlagen sind flexibel genug, um das zu managen, um das zu beschreiben und dann auch bei der Ausführung eben wieder korrekt zu taggen. Ein Template für alles ist hier das Stichwort. Die Vorteile von AccessFlip. Unser Anspruch als Access4, als Experten mit vielen Jahren Erfahrung genau in diesem Feld PDF-UA. Wir möchten natürlich ein echtes PDF-UA rausbringen, ein wirklich barrierefreies PDF-UA. Man kann ja, wie ihr sicher wisst, ziemlich einfach den Packtest bestehen, wenn man einfach zum Beispiel alles artefaktet oder sonst ein bisschen trickst. Das ist nicht unser Anspruch, sicher nicht, sondern wir wollen eben mit Flip wirklich korrekte, barrierefreie Dokumente erzeugen, mit der ganzen Komplexität, die dazu nötig ist. Flip soll beliebig skalierbar sein. Das heißt, wenn eine Bank am Ende des Monats halt 2 Millionen Dokumente verschicken muss, dann soll Flip in der Lage sein, das zu machen. Es soll einfach zu implementieren sein und schnell zu realisieren mit diesem Einklinken in die bestehenden Prozesse. Wir sind da auch flexibel in der Art und Weise, in der Art, wie wir das zur Verfügung stellen, technisch, also als sogenanntes SDK, dass man in vorhandene Software integrieren kann, wenn man was Eigenes bauen will, oder auch einfach als fertige Exe-Lösung, die man ausführen kann und überwachen lassen kann. Es soll kosteneffizient sein, nicht zuletzt auch deswegen, weil die Templates sehr effizient zu erstellen sind. Und ein Unternehmen kann das entweder vor Ort einsetzen, also auf seinen eigenen Maschinen, on-premise nennt sich das im Jargon, oder auch unsere Cloud nutzen. Dazu gibt es zu sagen, dass wir das zurzeit uns fokussieren auf die Vorortbereitstellung. Die Cloud wird zum späteren Zeitpunkt dann folgen. Also es gibt noch zum jetzigen Zeitpunkt kein Cloud-Angebot, wo ihr schon mal probehalber irgendwelche Dokumente hochladen könnt. Aber das wird folgen. Cloud ist eine gute Sache für kleinere Umfänge, wenn man eben nicht den ganzen Zirkus machen will mit der Installation vor Ort und eigenem Server und so weiter, hat unvermeidlicherweise den Nachteil, dass Dokumente hochgeladen werden in unsere Cloud. Selbstverständlich schauen wir die nie an, lesen die nie, aber es gibt Datenschutzbestimmungen bei vielen Organisationen, die das einfach verbieten. Ob wir das nun lesen oder nicht, es darf nicht weggegeben werden. Stellen wir uns eine Krankenkassenpolice vor, selbstverständlich darf die nicht rausgehen. Und in all diesen Fällen kommt dann eben ein On-Premise-Szenario in Frage, beziehungsweise ist sogar zwingend nötig. Gut, ich wäre dann schon soweit für eine Demo des AccessFlip Editors. Ich möchte noch einsteigen damit. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet, aber ich möchte es nochmal explizit sagen. Der Prozess in AccessFlip besteht aus zwei Teilen, nämlich dem Erstellen des Templates, hier mit diesem Editor. Das mache ich ein einziges Mal. Und dafür gibt es diese Template-Editor-Software. Das ist ein eigenes Stück Software. Und dann gibt es ein anderes Stück Software, der sogenannte Worker, der dann auf Basis des Templates
diese Tausenden von Dokumente verarbeitet. Der Worker ist vollkommen unspektakulär. Das ist zum Beispiel einfach eine Kommandozeile, wo ich eingebe, diesen Ordner bitte, dieses Template bitte und jetzt renne los. Und den Worker werde ich hier nicht demonstrieren, weil er einfach, wie gesagt, unspektakulär ist, sondern ich werde demonstrieren, wie man ein Template erstellen kann. Für die technisch Interessierten, ein Template ist ein JSON-File. Ihr müsst aber nicht irgendwie von Hand in diesem JSON arbeiten, sondern der Editor hier, der erstellt dieses JSON-File. Das ist auch dann natürlich ordentlich komplex, aber man kommt als Anwender oder als Kundin eigentlich nicht in Berührung direkt mit dem JSON, sondern kann einfach dieses Template-File nehmen. Okay. Der Editor besteht aus mehreren Teilen. Er ist am meisten geeignet auf richtig großen Bildschirmen, die man dann hoffentlich zur Verfügung hat. Hier für die Demo ist es jetzt ein bisschen gedrängt. Es geht aber trotzdem. Rechts sehe ich ein Beispieldokument, das ich wieder erstellt habe von der gleichen Organisation wie vorher. Aber diesmal ist es ein Serienbrief, nämlich eine Ablehnung eines Hypothekardarlehens. Völlig hypothetisch natürlich, kommt in der Realität nie vor. Aber das ist ein Serienbrief, der dieser Carsten Meyer wahrscheinlich Dutzende Mal oder Hunderte Mal pro Monat herauslässt, weil und so weiter. Bekannte Gründe. Ich kann in diesem Brief in dem PDF drin selektieren. Ich kann arbeiten in dem PDF und ich sehe immer gleich rechts hier, dass es Properties gibt. Also egal, was ich hier anklicke, es wird mir immer gleich gesagt, was ist die Position dieses Elements, was ich angeklickt habe. Left, right, top, bottom. Wie groß ist es? Was für ein Font-Name ist es? Ein Font-Size? Und so weiter. Das wird gleich wichtig sein, wenn ich dann im Editor arbeite. Ich sehe auch zum Beispiel, das hier, Entschuldigung, ist offenbar ein Bild, logischerweise. Das hier ist aber nicht ein Bild, sondern das ist einfach eine große Schrift, eine eigene Schrift, also es ist Text. Und in dem Sinne muss ich es dann natürlich auch unterschiedlich verarbeiten. Wir nehmen uns das gleich vor. Wir sehen hier, dieses Logo ist gut 28 Punkt groß und ist auch eine Eigenschaft oder eine Eigenheit vielmehr von PDF, dass halt eben nicht 28.0 hier steht, sondern dass das immer so ein bisschen abweichen kann bei der Erstellung eines PDFs und dass ich also in der Lage sein muss, hier eine gewisse Toleranz einzugeben, damit das korrekt erfasst wird. Nun, wie gehe ich vor? Ich habe von den Nodes gesprochen und hier habe ich eine sogenannte Node Library. Und hier steige ich mal ein. Ich kann hier so ein Node nehmen und hier hineinziehen. Und wenn ich ihn anklicke, dann kriege ich hier die Node Properties, wo ich definieren kann, was dieser spezifische Node in dieser Situation machen soll. Es gibt eben unterschiedliche Arten von Nodes. Beispiele hier, selektiere mir ein Element im PDF. Andere Beispiele, sortiere mir vertikal. Oder merge heißt, fasse mir mehrere Elemente zusammen. Also, und das gibt mir den Link zurück zu dem MathML, zu der Frage nach den Formeln. Ja, wir könnten auch einen entsprechenden Node zur Verarbeitung einer Formel hier hinzufügen. Nun möchte ich dieses Logo erfassen und ich sage dazu in einer eigenen kleinen Programmiersprache, was ich dazu machen will. Warum ist das eine Programmiersprache? Man könnte wahnsinnig viele Schalter anbringen und Felder anbringen, um zu sagen, ich hätte gern diese Schrift so groß an dieser Position und es gibt so viele Parameter, dass das unglaublich unübersichtlich und komplex würde.
mit so einer kleinen Programmiersprache lässt sich das Gleiche auf viel effizientere Art und Weise ausdrücken und in einer sehr viel flexibleren Art ausdrücken. Und um die zu lernen, würde ich sagen, reicht ein halber Tag. Für jemanden, der computeraffin ist, wie Markus das schon gesagt hat. Hier würde ich so vorgehen, dass ich sage Shape. Shape ist alles, was hier im PDF drin ist, alle Elemente. Punkt Font, Punkt Size. Wir haben schon gesehen, das Ding ist ungefähr 28. Also haben wir einen Ausdruck für ungefähr 28,0 plus minus 1. Und wir sehen sofort live in der Vorschau, sofort wird hier selektiert. Wir sehen auch, es sind mehrere Elemente, die selektiert werden, weil das vom Ausgabeprogramm eben nicht als ein einziges Element produziert wurde. Also hänge ich einen Node an, der dafür gebaut ist, Elemente, die nahe beieinander liegen, in ein einziges Element zusammenzufassen. Und hier kommt das Coole, ich kann hier sagen, nimm mir das, was ich selektiert habe und verarbeite es in diesem Node und bereits habe ich das Logo selektiert auf diese Weise. Und so geht das weiter. Wenn ich so ein Logo habe, dann will ich sagen, du bist eine Figure. Also sage ich Attach Structure Element. Es kommt PDF UA Know-how ins Spiel. Das, was du hier gemacht hast, was du hier selektiert hast, lieber Flip-Editor, mach daraus eine Figure, hänge das PDF UA Structure Type Figure an und schreibe dazu in den Alternative Text Logo IBAN zum Beispiel. Und entsprechend wird das dann so produziert. Okay, haben das Grundprinzip jetzt gesehen, können mal weitermachen und sagen, selektiere mir die Anschrift als nächstes. Was ist an der Anschrift speziell? Sie beginnt ziemlich weit rechts. Können wir schauen, wie weit. Hier sehen wir 340. Also ich sage mal alles, was rechts von 335 ist. Shape.right ist größer als 335. Ups, aber ich habe natürlich die hier unten auch dann mit selektiert. Ja, gut, die Anschrift ist auch höher oben im Dokument als das Datum. Das Datum ist bei 556, also sage ich hier and shape.bottom, also der untere Rand, muss höher sein als, was hatte ich gesagt? 550. Ja, nehmen wir 550 zum Beispiel. Genau. Für diejenigen, die sich im PDF nicht so gut auskennen, PDF misst immer von der linken unteren Ecke nach oben. Also nicht, wie wir es meistens kennen, von der linken oberen Ecke nach unten, sondern eben von links unten. Und deswegen ist, was höher steht, eben auch hat einen größeren Y-Wert, als was weiter unten steht. Wir sehen auch natürlich eben den Power von so einer eigenen kleinen Programmiersprache, dass ich mit AND und OR und Klammern und allen Flexibilitäten arbeiten kann, die man mit irgendwelchen clicky Checkboxen und Properties einfach nicht zusammenkriegt. Man sieht aber auch, wirklich schwierig zu verstehen ist das überhaupt nicht. Das hat man wirklich schnell gelernt. Ich glaube, wir haben schon drauf. Ja, super schnell. Kompliment. Und auch hier sehe ich wieder, wir haben viele kleine Teile, also mache ich auch hier einen Stack horizontally und ziehe das rein und wunderbar. Und ich sehe auch im Editor, hier habe ich die Reihenfolge schon, diese kleinen Pfeile, die jetzt, ja, ich kann es ein bisschen vergrößern, so, die zeigen mir auch, in welcher Reihenfolge die stehen. Das ist in einem PDF überhaupt nicht selbstverständlich, dass es in der korrekten Reihenfolge steht. Das kann auch absolut vorkommen, dass das so, wie es in PDF selbst drin steht,
total verwürfelt ist in der Reihenfolge. Okay. Ich öffne nachher das fertige Template, um es ein bisschen abzukürzen, wegen der Zeit. Ich will noch kurz zeigen, wegen der Frage des Logos. Gleicher Fall. Hier shape.type gleich Image. Und das Logo ist in diesem Falle schon erfasst. Und natürlich würde ich jetzt auch hier sagen, Attach Structure Element. Hier. Und das ist eben dann eine Figure. Und der Alternative Text wäre sowas wie Unterschrift Meier. Und ihr seht, wo das Prinzip hingeht. Auf diese Weise kann ich sehr, sehr flexibel, sehr schnell, sehr effizient so ein Dokument als Template erfassen. Es gibt natürlich, wird es komplex, wenn da Listen drin sind, wenn Tabellen drin sind, aber es ist alles mit dieser Node Library so vorgedacht. Aus Zeitgründen öffne ich jetzt mal das fertige Template. Das sieht ein bisschen komplexer aus, ist aber auch nicht überkomplex. Wir haben hier noch ein interessantes Beispiel beim Text selbst, weil ich sehe, es wird by Default, und das ist auch nachvollziehbar, wird jede Zeile zu einem eigenen Absatz gemacht. Hier diese Punkte und diese Pfeile, die zeigen jeweils einen Absatz an. Aber das ist nicht, was semantisch korrekt ist. Absätze sind hier die beiden Zeilen und dann die 3 Zeilen und so weiter. Und auch dafür gibt es einen Node, der nennt sich Find Sequence. Und mit dem kann ich definieren, immer wenn der Abstand zwischen 2 Zeilen größer ist als 2 Punkte, hier, die sind ganz nah beieinander, hier ist ein größerer Abstand, immer dann beginnt ein neuer Absatz. Und schwupp habe ich eben diese Absätze dann entsprechend erfasst. Wenn ich die einzelnen Elemente, das Logo, die Anschrift, den Betreff, den Text und so weiter erfasst habe und ihnen ein Structure-Element zugewiesen habe, dann kann ich die mergen, also zusammenfassen, so dass es einen einzigen Fluss gibt, dass die zusammengefasst sind, wie ich es hier sehe. Kann sie noch vertikal sortieren, damit die Lesereihenfolge stimmt. Und kann sie am Schluss zusammenfassen zu sagen, das alles hat den Structure Type Document, so wie sich das gehört im PDF-UA. Hier beginne ich damit, dass ich, das ist auch ein Tag, Remove Logical Structure, dass ich alles wegwerfe, was allenfalls schon aus irgendwelchen Gründen im Dokument drin ist, also alle PDF-UA-Tags da rausschmeiße und dann sage, füge mir die logische Struktur hinzu. Welche logische Struktur denn? Diejenige, die ich hier erarbeitet habe. Das ist der Input. Und damit habe ich es und kann auf Preview PDF klicken. Damit startet Access PDF. Und ich kann kontrollieren, so, was ich gebaut habe. Hier haben wir den Document Tag, wir haben den Figure Tag, wir haben den Alternative Text, der hier aus irgendwelchen Gründen Demo-Effekt nicht drin ist. Wahrscheinlich, weil ich es vergessen habe einzugeben in meinem fertigen Template. Aber ihr kennt das Prinzip trotzdem. Hier haben wir dann die Absätze, wie ich es vorhin gezeigt habe, eben korrekt zusammengefasst. Wir haben hier die Unterschrift, again, gleiches Problem, aber kein Problem für die Demo. Und auf diese Weise habe ich das Template erstellt. That's it. Es gibt natürlich Informationen zu AccessFlip auf der Website selber und es gibt noch Informationen zu den technischen Voraussetzungen, die ihr auch nachlesen könnt. Ansonsten hoffen wir, dass es jetzt einen ersten guten Eindruck gegeben habt. Guckt, ob ihr solche Dokumente habt.
lasst uns ins Gespräch kommen. Die Range ist riesengroß. Wir haben schon gehört von einigen 100 bis zu ja, 1 Milliarde Dokumente ist die Range. Und es hängt ein bisschen von dem Aufwand für das Template ab. Ich hoffe, dass wir da auch ein bisschen euch ein Gespür mitgeben konnten, dass ihr das einschätzen könnt. Im Zweifelsfall fragt uns und dann gucken wir da gemeinsam drauf. Schön, dass ihr dabei wart. Danke dir, Thomas, für diese Einführung. Danke dir, Selin, dass du den Chat im Ebenso. Auge behalten hast und die Fragen eingereicht hast. Und Jochen für die Technik im Hintergrund, dass alles läuft. Super, dass ihr dabei wart. Gute Woche noch und dann auch bis zur nächsten Ask Expert Session oder in einem unserer anderen Webinare.